Hallo und herzlich willkommen wieder auf Vitomalia. Ich bin der Louis, das ist Amalia und in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie wir den Hund an ein Laufband gewöhnen und wie wir natürlich dann im Endeffekt auch ein Training absolvieren. In diesem Sinne, viel Spaß. So, bevor wir anfangen, warum benötigen wir ein Laufband? Wer unsere Videos kennt, weiß schon, dass wir in der Vergangenheit auch mit einem Laufband gearbeitet haben. Wiederum mit einem Laufband, das wirklich elektronisch betrieben wurde, wie man es auch im Fitnessstudio kennt. Das heißt, man geht aufs Laufband drauf, man stellt eine Geschwindigkeit ein und man muss diese Geschwindigkeit laufen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, wirklich ein Laufband zu benutzen, das wirklich nur über die eigene Motivation und durch die eigene Energie, die der Hund aufbringen kann und möchte. Das heißt, wenn der Hund einmal platt ist, dann bleibt er einfach stehen und dann ist alles Ende Gelände. Nicht so wie beim elektronischen Laufband, dass die Geschwindigkeit immer konstant gleich bleibt. So kann der Hund selbst entscheiden, ob er mal schneller oder mal langsamer rennen möchte. Ein Laufband kann man jetzt auch benutzen, so wie wir es jetzt auch aktuell machen, wenn es draußen extrem warm ist und die Hunde draußen sterben, weil es einfach viel zu heiß ist und auch weil der Boden sehr heiß ist. Und klar gibt es jetzt Hunderassen, die jetzt bei einer bestimmten Temperatur sehr müde sind, sehr träge sind und dann benötigen sie auch nicht viel Auslauf. Anders sieht es bei anderen Hunden aus, die auch bei einer gewissen Hitze eine gewisse Energie haben. Und diese Energie müssen wir nun mal stillen, weil sonst haben wir zu Hause ein großes Problem. Und da müssen wir dann einfach eine Alternative suchen. Natürlich können wir den Hund auch geistig fördern, aber eine geistige Auslastung kann man nicht gleichsetzen mit einer körperlichen Auslastung. Denn die körperliche Auslastung ist für manche Hunde genauso wichtig wie die geistige. So, wenn es draußen so extrem warm ist, dann können wir uns zurückziehen, runter in den Keller gehen. Hier ist es schön frisch, haben unseren Laufband, Hund geht drauf, wird motiviert und kann sich körperlich auslasten. Genau dasselbe auch, wenn es extrem kalt ist. Wenn es zum Beispiel draußen sehr viel schneit oder regnet, dann ist die Motivation nicht so groß, jetzt wirklich extrem viel draußen zu bleiben, und da kann man halt auch immer wieder auf die Alternative zurückgreifen. Wir machen natürlich beides. Gerade mit Amalia fahren wir zum Beispiel auch sehr viel Fahrrad, sind viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber bei solchen Temperaturen, entweder sehr heiß oder sehr kalt, müssen wir einfach eine Alternative anbieten. Wo Laufbänder auch noch sehr intensiv eingesetzt werden, ist in Hundesportarten. Sprich, ob du jetzt Agility mit dem Hund machst oder auch im Schutzdienstbereich, dann muss eine gewisse Grundausdauer vorhanden sein und auch eine gewisse körperliche Fitness vorhanden sein. Und da wird der Laufband auch sehr oft dafür angewendet und benutzt, damit die Hunde eine gewisse Fitness neben den eigentlichen Sport noch aufbauen können. Und warum wir uns dazu entschieden haben, ein Laufband zu benutzen, ist ganz einfach. Denn wir haben mit unseren Hunden angefangen, eine bestimmte Hundesportart zu betreiben, wo der Laufband eine Disziplin ist. Und zwar nennt sich diese Hundesportart Top Dog Sports. Das ist eine Hundesportart, die ausschließlich wirklich nur von American Pit Bull Terrier und Co. betrieben wird. Und die Zielsetzung bei den Top Dog Sports ist, mit dem Laufband innerhalb von 10 Minuten so viel Meter wie möglich hinter dir zu bringen. Das heißt, der Hund versucht innerhalb von 10 Minuten so schnell wie möglich zu sein und wirklich so viele Kilometer wie möglich hinter sich zu bringen. Und das Ganze wird natürlich dann auch kontrolliert. Und zwar gibt es hier vorne an der Seite einen Timer, wo du halt wirklich die Geschwindigkeit messen kannst. Du kannst messen, wie viele Kilometer du gerannt bist, und natürlich hast du auch eine Übersicht, wie lange du unterwegs bist. So, wir benutzen dieses Laufband heute zum ersten Mal. Das heißt, das Laufband war jetzt 1-2 Wochen bei uns in der Wohnung, stand einfach nur so in der Gegend rum. Die Hunde haben das wahrgenommen, aber jetzt nicht unbedingt gemerkt, was das jetzt sein soll. Und so konnten die Hunde sich erstmal an das Bild gewöhnen, denn die waren damit konstant konfrontiert. Heute werden wir Amalia zum ersten Mal draufsteigen lassen und dann zeigen wir euch, wie wir Amalia daran gewöhnen, auf dem Laufband zu stehen. Wie wir das in Zukunft machen werden, beziehungsweise was wir dafür benötigen, ist einmal ein Hundegeschirr. Hier kannst du natürlich auch ein Laufgeschirr bzw. ein Zuggeschirr benutzen. Wir haben unsere Standard Vitomalia Geschirre an und in dieser Form ist es jetzt nicht schlimm, weil der Hund nicht im Zug ist, wo er wirklich einen Widerstand ziehen muss, sondern er wird hierdurch einfach nur befestigt und einfach nur stabilisiert. Das heißt, er hat keinen Zug, von daher ist jetzt nicht unbedingt ein Zug
Geschirr notwendig. Um den Hund jetzt zusätzlich noch dran zu gewöhnen, haben wir auch noch ein paar Leckerlis, dass der Hund jetzt erstmal nichts Schlimmes mit diesem Laufband assoziiert. Und wenn der Hund sich dann einmal dran gewöhnt hat und eine bestimmte Motivation aufgebracht hat, aber dann irgendwann mal müde wird, muss der Hund natürlich aus eigener Motivation motiviert werden, dass er auch schneller wird. Und da haben wir hier die Möglichkeit, den Hund mit einer Beißwurst vorne ran zu locken und zu motivieren, dass der Hund wirklich auf die Beißwurst drauf will und dann rennt er richtig schnell drauf los. Aber bevor wir jetzt damit loslegen, müssen wir den Hund erstmal verstehen lassen, um was es hier geht. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit auch, wenn ihr wollt, dass die Muskulatur ein bisschen mehr aufgebaut wird, die Höhe verstellen, sodass dein Hund eigentlich konstant immer nur am Rennen ist. Ja, also ihr könnt die Höhe verstellen. Und sollte es mal dazu kommen, dass du das Spiel bzw. das Rennen abbrechen möchtest, haben wir hier an der Seite eine Bremse. So, für den Hund ist es jetzt etwas Ungewöhnliches. Deswegen nehmen wir uns erstmal ein paar Leckerlis raus. Und das ist auch ein bisschen laut. Das heißt, der erste Schritt, um den Hund an Laufband zu gewöhnen, ist, dass er wirklich erstmal das Laufband kennenlernt, sieht und nichts Schlimmes damit in Verbindung setzt. Deswegen, ihr könnt sehen, Amalia hat keine Angst vorm Laufband. Sie liegt daneben an und chillt. In dem Moment, wo aber das Laufband in Bewegung ist, kann sich das Ganze natürlich ändern und der Hund ist erstmal ein bisschen skeptisch. Jetzt gucken wir mal, wie Amalia darauf reagiert. Wir werden jetzt einmal kurz das Laufband zum Rollen bringen. Und sie soll jetzt keine Angst haben, aber vielleicht wird sie darauf reagieren. Und wenn sie das tut, dann wird sie mit Leckerlis gelockt, dass sie merkt, oh, okay, wenn sich das Teil bewegt, bekomme ich was. Also Konditionierung, Geräusch, Laufband bewegt sich, passiert nichts Schlimmes, im Gegenteil, ich bekomme was. So, was wir als erstes machen, ist, den Hund mit Leckerlis loben, ohne dass er jetzt irgendwie großartig was machen muss, sondern wir laufen einfach mal ein bisschen rum, geben ihm ein paar Grundkommandos. Das sind jetzt auch keine außergewöhnlichen Leckerlis, das sind die Training Snacks von Dr. Claudas. Die Hunde mögen sie, von daher werden wir das Ganze jetzt hier einmal in Kombination setzen. Amalia, hier. Fein. Komm her. Sitz. Fein. Hier. Fein. So, jetzt schauen wir mal, wie sie darauf reagiert, wenn ich jetzt einmal das Laufband zum Rollen bringe. Und wenn ich merke, sie bekommt Angst oder so, dann rufe ich sie zu mir, gebe ihr was. Viele denken dann hier, dass es eine Konditionierung darauf ist, dass wenn der Hund Angst bekommt und ich ihr was gebe, dass der Hund dann darauf konditioniert ist oder wird, wenn ich Angst habe, bekomme ich etwas. Das stimmt in diesem Fall nicht. Wenn sie wirklich so krass Angst hätte, dann würde sie nicht auf die Leckerlis zugehen. So assoziiert sie, okay, wenn es sich bewegt, bekomme ich etwas. Und erst nur, wenn ich meine Angst überwinde, und da ist der ausschlaggebende Punkt, diese Überwindung, zu mir zu kommen, assoziiert sie, okay, es ist nichts Schlimmes, ich bekomme sogar was. Das Ganze wäre natürlich so, dass es eine Konditionierung wäre, wenn sie wirklich Angst hätte, wenn sie konstant nur unter Angst wäre und sie ihre Angst nicht überwinden würde, dann wäre es natürlich so, dass du den Hund darauf konditionierst, wenn sie Angst hat, dann bekommt sie was. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen muss sie sich von alleine überwinden. Das heißt, ich gehe nicht hin und stopfe jetzt das Maul, sondern ich lasse sie zu mir kommen. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie sie darauf reagiert, wenn es sich bewegt. Fein. Okay? Jawohl. Ihr habt gemerkt, sie war jetzt gerade ein bisschen unsicher, so von wegen, was tut sich da? War ein bisschen, sie war so ein bisschen unsicher gerade. Aber das ist typisch Amalia, dass sie sehr oft unsicher ist. Aber diese Unsicherheit müssen wir hier einfach nehmen. Jawohl, fein. Jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal, bis sie dann irgendwann mal nicht mehr darauf reagiert. Fein. Hast du fein gemacht. Jawohl. Und ihr merkt schon, sie guckt zwar immer wieder hin, aber jetzt ist sie schon viel ruhiger. Und Ziel ist es, dass sie nicht das Laufband meidet. Das heißt, sie soll nicht immer wieder weggehen, sondern wenn sich das Ganze bewegt, soll sie da bleiben. Jawohl. Fein. Langsam.
Jawohl, hast du fein gemacht. Und hier es ist sogar sehr oft der Fall, dass viele Leute hier schon den Fehler machen, den Hund direkt drauf lassen und dann bekommt der Hund Angst. Das wollen wir nicht und da muss man wirklich von Null anfangen. Also wirklich alles drumherum, den Hund wirklich auch an die Geräusche gewöhnen und dann erst langsam drauf. Amalia, komm mal her. Sitz, bleib. Jawohl. Ihr habt das jetzt sehr gut gesehen. Sie hat sich nicht mehr erschreckt, sie hat nicht mehr weggeguckt, wie es am Anfang gewesen ist, sondern sie hat jetzt nur hingeguckt und hat mich wieder angeschaut. Das ist sehr gut. Jawohl. Sitz. Hier. Bleib. Ja, sie ist sich noch ein bisschen unsicher mit der Nähe, aber das kriegen wir hin. Okay? Jawohl. Und zurück. Fein. Also hier fängt es schon an, wirklich immer gucken. Und sobald sie nicht darauf reagiert, aber das Laufband schön am Laufen ist, dann immer schön loben. Weil dann denkst du, oh, wenn er sich bewegt, dann kriege ich erst recht viel. Ja. Fein, machst du das einmal. Fein hast du das gemacht. Die nächste Stufe ist, wir lassen das Laufband konstant rollen und ich schmeiße die Leckerlis auf den Boden. Das heißt, dass sie sich von alleine nähert. Komm mal hier rüber. Amalia. Da. Fein. So, nachdem ihr das Ganze ein paar Mal wiederholt habt und der Hund nicht mehr darauf reagiert, dann könnt ihr wirklich die Leckerlis auch mal aufs Laufband machen. Nimm. Und an unterschiedlichen Stellen drauflegen, sodass der Hund merkt, okay, wenn ich mich daran nähe, da passiert nichts. Nimm. Fein. Nein, jetzt machen wir bewusst mal ein bisschen mehr, dass sie wirklich komplett entlang geht. Zack, zack, zack. Und wenn ich ihr jetzt sage, dass sie nehmen soll, drehe ich das Laufband ganz leicht. Amalia, nimm. Da, komm mal hier. Amalia. Fein. Hier. Fein. Hast du fein gemacht, jawohl. Und an unterschiedlichen Stellen. Also wirklich, dass der Hund keine Angst davor hat, jetzt irgendwie großartig sich am Laufband zu nähern. Ne? Fein. So, als nächstes soll der Hund drauf gehen, aber wir unterstützen dich daran. Das heißt, ich lege jetzt einfach mal Leckerlis drauf, sodass sie im Prinzip drauf gehen muss, um die Leckerlis zu bekommen. So, wichtig ist hier, dass der Hund gesichert ist und keine Angst bekommt. So, komm mal her. Ich halte sie hier bewusst jetzt am Geschirr fest. Komm mal hier, nimm. Fein. Ui, ui, ui. Nochmal, komm. Nimm. Auf, nimm.
für sie gerade ein bisschen unheimlich. Komm mal her. Jawohl, das musst du lernen. Und Stress abschütteln. Da, nimm. Fein. Jawohl. Hast du gut gemacht. Feines Mädchen. Jawohl, ja. Und nochmal, hopp. Amalia. Hopp. Fein. Hast du gut gemacht. Hopp. Fein. Jawohl. Und ihr habt jetzt gesehen, die ist von alleine hoch. Aber hier gerade beim Laufband aufpassen. Weil das wird ganz schnell, das ist natürlich auch ein Training für die tiefen Muskeln für den Hund. Und am Anfang lasst sie erstmal drauf. Ich unterstütze das Ganze jetzt hier, dass sie nicht direkt anfängt zu rollen und lasse sie gleich nochmal runter. Das heißt, wenn sie jetzt, wo sie oben ist, sollte ich ihr eigentlich was geben, aber ich habe jetzt gerade nichts in der Hand. Langsam. Jetzt habe ich sie bewusst rausgeholt. Nicht, dass sie in Panik gerät und dann etwas Schlimmes damit in Verbindung setzt. Deswegen direkt rausholen und dass sie die Sicherheit bekommt, oh okay, da ist jemand. Ziel ist es jetzt, dass wir den Hund drauf lassen. Und wenn sie oben ist, dann bekommt sie von der anderen Seite von mir. So, jetzt drücke ich bewusst die Bremse, dass sich da nichts bewegt. Nimm. Fein. Komm. Auf. Fein. Jawohl. Hast du fein gemacht. Ja. Sitz. Jawohl. Und jetzt hier wirklich, sie soll nichts Negatives damit in Verbindung setzen. Also wirklich schön die Bremse drücken. Jawohl. Und runter, komm. Hopp. Fein. Jawohl. Das ist jetzt schon sehr gut. Dass der Hund jetzt am Anfang, wenn er drauf geht und anfängt zu rennen, wird vollkommen normal sein, dass sie erstmal so eine leichte Panik gerät. Und da immer wieder stoppen, anhalten, Hund beruhigen und dann wieder langsam laufen lassen. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen werden. Wir kombinieren das Ganze nochmal. Ich lasse sie wieder nochmal hoch. Aber als nächstes werde ich sie hier am Geschirr anleinen. So. Da verteilen wir wieder mal ein paar Leckerlis. Ja. Jetzt wird alles mal gesichert. Nimm. Fein. Und ihr seht, es geht jetzt schon viel, viel schneller und viel besser. Hopp mal, auf. Jawohl, komm. Hopp. Fein. Jawohl. Sitz. So, jetzt ist sie im Sitz. Sie soll jetzt da bleiben. Bleib. Sie wird jetzt angeleint. Aber achtet darauf, dass wenn ihr sie oder eure Hunde anleint, dass ihr das wirklich so kurz macht, dass ihr nicht irgendwie nach vorne wegspringen kann. Das Ganze ist extra nach hinten befestigt und jetzt lassen wir Amalia zum ersten Mal rennen. Wir vermuten, das ist auch vollkommen normal, dass wenn sie jetzt erstmal anfängt zu laufen, dass sie ganz tief gehen wird und wirklich sehr schnell, weil das alles neu ist. Das heißt, wir werden uns jetzt auch ein bisschen Zeit lassen, um den Hund langsam dran zu gewöhnen. Zur Not bleibe ich immer zur Seite und unterstütze sie noch zusätzlich, ja, dass sie halt nicht in diese Hektik reinkommt. Amalia, zieh. Fein. Ich schalte sie jetzt auch bewusst oben. Fein, jawohl. Und das ist jetzt sogar sehr gut, was sie gemacht hat, weil sie von alleine angehalten hat. Das heißt, ich musste ihr nichts sagen und das ist für den Hund eine enorme Überwindung und auch eine enorme Kraftaufwendung, weil die tiefen Muskeln da sehr stark mitarbeiten müssen. Das heißt, wenn sie das hier schon hinbekommt, ist schon sauber. Aber Wiederholung. Und am Anfang wirklich, jedes Mal, wenn sie ruhig auf dem Laufband sitzt oder steht, das ist sehr gut. Sie soll wirklich eine ruhige, ausgeglichene Art haben. Jawohl.
und nur positiv damit verknüpfen und nicht direkt drauf. Da können wir jetzt versuchen, sie mal langsam nach vorne zu machen, dass sie langsame Schritte nach vorne macht. Langsam. Jawohl, fein. Langsam. Fein. Langsam. Feines Mädchen. Langsam. Und hier könnt ihr das Ganze sehr gut steuern. Umso weiter du nach vorne gehst, umso mehr wird der Hund versuchen, hinterher zu gehen. Und wenn du willst, dass der Hund anhält, gehst du einfach mit der Hand nach hinten und dann geht es in diese Sitzposition und dann stoppt der Hund automatisch. Das muss er erstmal lernen, wenn er das nicht vorher kennt. Ihr könnt sehen, wenn ich runtergehe, wird es schnell. Wenn ich hochgehe, stoppt sie. Sitz. Jawohl. Das sieht jetzt schon mal gut aus. Fürs erste Mal Bombe. Ja, bist du ein feines Mädchen. Ich lasse sie jetzt einmal ganz kurz runter. Ist natürlich viel Stress. Das ist alles Übung. Das heißt, wenn sie jetzt einmal runterkommt, wird sie sich wahrscheinlich ein bisschen schütteln, loben, runterkommen und dann gleich nochmal. Amalia, hopp. Jawohl, geil. Hast du fein gemacht. Jawohl. Ui. Schütteln. Nein. So, als nächstes will ich wirklich bewusst mit der Beißwurst motivieren. Das heißt, bevor ich jetzt da loslege, werde ich sie jetzt ein bisschen auf die Beißwurst scharf machen. Was? Ui. Jawohl. Was? Was? Jawohl, fein. Gutes Mädchen. Ja. Jawohl. Was? So, jetzt lassen wir sie drauf und jetzt schauen wir mal, wie ihr erster Sprint sein wird. Wieder ein paar Leckerlis drauf, wieder Bremse drücken. Hopp, nimm, da, nimm. Jawohl, komm. Da. Fein, Machi. Fein. Sitz. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Und ihr könnt das sehen, alles ohne Zwang. Der Hund wird durch Futter gelockt und sie kommt von alleine drauf. So, und jetzt schauen wir mal, ob sie rennt. So, Hund ist gesichert. Wir lassen die jetzt erstmal langsam schneller werden und dann lassen wir sie komplett los und beobachten das Ganze mal. Fein. Schnell, schnell, schnell. Fein machst du das. Schnell, 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 schnell. Fein, komm, 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 komm. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, ob sie Gas geben kann. Amalia? Was? Komm. Auf. Jawohl, komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Fein, 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 fein. Jawohl, komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. Und langsam. Langsam. Jawohl, fein. Sehr gut. Jawohl, fein. Hier. Ja. Ja, ui. Wenn sie nicht darauf reagiert, dann loben mit Leckerlis. Jawohl. Das war jetzt sogar ein bisschen zu spät. So, das ist jetzt das allererste Mal gewesen. Und die Schwierigkeit ist wirklich darin, dass der Hund, wenn er einmal in diesen Trieb reinkommt, dass er da auch wieder rauskommen kann. Weil oft ist es so, dass die Hunde so krass drin sind, dass es eigentlich nur Panik ist. Und da kommen sie nicht mehr raus. Und das war jetzt, deswegen wollte ich, dass sie das von alleine hinbekommt, dass sie merkt, okay, es ist gerade jemand da. Mit einer ruhigen Art hat sie dann gemerkt, okay, ich werde jetzt auch ruhig und dann passiert nichts. Und dann hat sie auch automatisch angehalten. Bist du bereit? Zieh! Fein, komm, zieh, Amalia, auf! Jawohl, komm, 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 komm! Schnell, 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 schnell!
Schnell, 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 schnell. Jawohl, fein. Zieh, Amalia. Zieh. Weiter, 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 komm. So, Freunde, das war jetzt das erste Mal, dass Amalia auf das Laufband draufgestiegen ist und das erste kleine Training mit ihr haben wir heute wirklich zum allerersten Mal gemacht. Und in diesem Video haben wir euch jetzt gezeigt, wie wir sie an das Laufband gewöhnt haben. Solltest du natürlich auch ein Laufband haben, dann weißt du jetzt, wie wir unsere Hunde an das Laufband gewöhnen. In Zukunft soll es natürlich so sein, dass sobald Amalia das Laufband sieht, dass sie nur noch drauf will und rennen wird. Aktuell ist es natürlich nicht so, das ist jetzt das erste Mal, aber wir arbeiten darauf hin. Und wenn euch diese Videoserie gefällt, wie sich auch Amalia und Vito in Zukunft auf das Laufband entwickeln, wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr uns natürlich unten in die Kommentare wissen lassen, ob wir weitere Videos mit dem Laufband machen sollen. Wir werden auf jeden Fall versuchen, die auf Instagram immer wieder zu dokumentieren, was sich da so tut. In diesem Sinne, wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst uns einen Daumen nach oben. Ansonsten halt die Ohren steif, immer der Nase nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.